Okay, so we're at the end of the last book. Wir sind am Ende des letzten Buches der Bibel. Yeah, it's incredible. The end of the book of Revelation. So I'm very, very excited that we now can spend this day in the last 3 chapters. Und ich freue mich wirklich, dass wir jetzt Zeit haben, am letzten Tag uns ausschließlich den letzten 3 Kapiteln zu widmen. So just to kind of review a little bit, last time, which was like a few hours ago, we looked at the return of Christ and the Battle of Armageddon. Gestern, ist ja noch nicht lange her, haben wir uns darüber Gedanken gemacht, über die Rückkehr Christi und die Schlacht in Armageddon. And we saw that at the end of the tribulation, Satan will deploy demons and gather armies to come to Armageddon. Und wir haben auch gesehen, dass am Ende der Trübsalzeit der Teufel Dämonen und Armeen sammelt, um eben in die Schlacht zu ziehen gegen Christus in Armageddon. And what's incredible is they come to fight Jesus. Das ist der einzige Grund, warum sie zusammenkommen, um Christus zu bekämpfen. Jesus comes back with all the redeemed and all the angels. Und Jesus, er kommt wieder mit der Schar der Erlösten und mit seinen Engeln. And he comes on a white horse. Und er reitet auf einem weißen Pferd. We also saw that his feet will touch the Mount of Olives. Und wir haben auch gesehen, wie er mit seinen Füßen auf dem Ölberg stehen wird. Those 2 issues work together. Does he get off the horse to do that? That's another issue. I don't know. Naja, wir machen uns keine Gedanken. Muss er deshalb vom Pferd steigen oder nicht? Darum geht es heute nicht. But the purpose is to come and destroy the armies of the world. Was wichtig ist, er kommt, um diese Armeen der Welt, die gegen ihn antreten, ein für alle Mal zu vernichten. The Antichrist and the false prophet will be thrown into the lake of fire. Der Antichrist und der falsche Prophet werden in den Feuersee geworfen. And that leads us to where we are today, Revelation 20. Und somit sind wir in Offenbarung 20 angekommen. And it says in verse 21 through 3. Und in den Versen 1 bis 3 lesen wir. Well, we're not going to read it quite yet, but this is the millennium. Hier geht es ums Millennium, das Tausendjährige Reich. And chronologically and literal reading of the book of Revelation reveals that this seems to be the next event chronologically. Und chronologisch gesehen scheint es, das ist der nächste Großanlass, der kommt, das Millennium. Now there's 2 basic big views on this. Diesbezüglich gibt es 2 Hauptsichten, die vertreten werden. There's the premillennialists and the amillennialists. Es gibt Premill und Amill. There's also another school called the postmill. Und dann gibt es noch Postmillennialisten. But the whole debate between the premills and amills really revolves around chapter 20. Aber die ganze Debatte, ob es ein tausendjähriges Reich tatsächlich gibt und es kommt oder nicht, hat alles mit Kapitel 20 zu tun. Because it clearly talks about 1,000 years, verse 3. Weil hier ist von 1000 Jahren die Rede in Vers 3. So the question is, does 1,000 years mean 1,000 years or not? Und die Frage ist, bedeutet 1000 Jahre oder eben nicht? So the amills say, no, the 1,000 years has to be read symbolically. Und die Amillennialisten sagen, nein, diese 1000 Jahre, die muss man symbolisch verstehen. In fact, means no, so millennium means no millennium. Ja, bisschen griechisch. Millennialismus, bedeutet nicht. Sie sehen nicht, dass ein Millennium tatsächlich kommt. So according to this view, the millennium of Revelation 20 will be fulfilled spiritually now in this present age. Und gemäß den Vertretern des Amillennialismus, sie sehen es so, dass das tausendjährige Reich geistlich jetzt Erfüllung findet unter uns. The millennium for them actually started at the first coming of Christ. Sie denken, dass das Millennium angebrochen ist bei der ersten Ankunft Christi. And his victory on the cross will continue until his return. Und der Sieg seines Kreuzes wird anhalten, andauern, bis er wiederkommt. So we are now technically in the millennium, though it's been going on for 2,000 years. Und gemäß ihnen sind wir jetzt im Millennium, obwohl wir bereits 2000 Jahre dann im Millennium sind. So the 1,000 years is symbolic of a long time. Und für sie bedeuten die 1000 Jahre symbolisch gesehen einfach eine unbestimmt lange Zeit. And they reject the idea of a of a literal presence of Jesus Christ on earth later on. Und sie sehen es nicht so, dass Jesus tatsächlich in Person auf dieser Erde 1000 Jahre regieren wird. According to them, Satan was bound when Jesus died on the cross.
Gemäß ihnen war der Teufel bereits gebunden, als Jesus am Kreuz starb. So Satan is now bound and Christians are now enjoying the millennium. Und folglich ist er immer noch gebunden und wir Christen können jetzt das Millennium genießen. They do say the conflict between good and evil will intensify as we go on. Sie bestätigen, dass der Konflikt zwischen Gut und Böse zunehmen wird mit der Zeit. And that this intensity of evil and persecution will intensify up until the Antichrist and the return of Christ. Und sie sagen auch, dass das zunehmen wird bis zu dem Zeitpunkt, wo Christus dann tatsächlich wiederkommen wird. So that's kind of a quick summary of the Amill position. Das ist eine kurze Zusammenfassung dessen, was man unter Amillennialismus versteht. Now the post-millennial position, Dann gibt es eben noch die Postmillennialisten und sie sehen es folgendermaßen. very briefly, they say that through the spread of the gospel in this generation, Sie vertreten die Sicht, dass durch die Verkündigung des Evangeliums in unseren Generationen that an unprecedented number of people in the world will be converted to Christ. eine Anzahl wie nie zuvor sich eben zu Christus bekehren wird. And so this golden age that we are going into is what they perceive as the millennium. Und dieses goldene Zeitalter, dem wir sukzessive entgegenschreiten, das ist das, was sie als Millennium A bezeichnen. time of prosperity, universal peace and justice, Eine Zeit, wo es allen wohl geht, wo Reichtum herrschen wird, Gerechtigkeit herrschen wird, Friede herrschen wird. and a time of economic well-being. In other words, the world will keep getting better. Gemäß ihnen wird die Welt ein immer besserer Ort, um hier zu leben. At the end, some apostasy will happen. Am Ende gibt es noch einen kleinen Abfall, Some evil will happen, ein paar böse Dinge geschehen noch and Christ will come back. und dann kommt Christus zurück. This eschatological school was popular before the world wars. Diese eschatologische Sicht, also die Sicht der Endzeit, war vor allem sehr verbreitet vor den beiden Weltkriegen. Suddenly they realized that the world was really, really bad. Aber durch diese zwei Weltkriege, wurde diese Sicht ein bisschen erschüttert, weil sie merken, dass die Welt doch noch ziemlich böse ist. So the post-mill position was sort of dropped. Und es gibt nicht mehr so viele Leute, die Postmillennialismus wirklich And then there's a vertreten. pre-mill position. Und dann gibt es noch den Prämillennialismus. This takes Revelation literally and chronologically Prämillennialisten lesen Offenbarung 20 and wortwörtlich. claims that Christ will return just before the millennium. Und wir sind überzeugt, dass Christus unmittelbar vor dem Millennium, vor dem Tausendjährigen Reich auf diese Erde zurückkommt. That's why it's pre-millennium. Christ comes back before the millennium. Deshalb heißt es Prämillennialismus. Vor dem Tausendjährigen Reich ist seine Wiederkunft. So according to this view, as we saw, that this age will end in the period of the Great Tribulation. Und diese Sicht sieht auch, dass es eine tatsächliche 7-jährige Trübsalzeit geben wird hier auf der Erde. Christ comes back, Dann kommt der Herr zurück and then he establishes his earthly kingdom personally on earth. und dann wird er in Person hier auf dieser Erde sein 1000-jähriges Reich aufrichten und 1000 Jahre regieren und herrschen. Yeah, 4,000 years, and Satan will also be bound for that 1,000 years. Und während diesen 1000 Jahren der Herrschaft Christi wird der Satan gebunden sein. At the end of that 1,000-year period, Satan will be released from the abyss. Am Ende dieser 1000 Jahre wird der Teufel noch einmal aus dem Abgrund befreit. Er kann noch mal wüten. He will gather some unbelievers on earth at that time, at the end of the millennium. Und gegen Ende dieses 1000-jährigen Reiches schafft er es tatsächlich noch mal Ungläubige um sich herum zu versammeln. There will be one final war against Christ, but they will be defeated. Aber es gibt dann noch eine letzte Schlacht gegen Christus, aber der Teufel und die Ungläubigen haben keine Chance. And they will all be judged. Sie werden alle gerichtet werden. And believers will receive their reward. Und die Gläubigen, die Heiligen, werden ihren Lohn empfangen. So that's kind of a quick kind of a overview of those perspectives. Das ist eine kurze Darstellung dieser drei Sichten bezüglich dem Millennium. Now, it is interesting to know that the premillennial view was a predominant eschatological view for the first 300 years of history, Es of the ist church history. wichtig zu wissen, dass in den ersten 300 Jahren der Gemeinde Prämillennialismus
die Sicht war, die am meisten vertreten wurde. These are some of the church fathers who believed in a literal millennium. Einige der Gemeindeväter Clement, haben geglaubt, dass es eben wirklich ein tausendjähriges Reich gibt. Clement of Rome, Clemens von Rom, Ignatius, Ignatius, Polycarp, Polycarp, Justin Martin, Justin, Irenaeus, Irenäus, Tertullian, Tertullian, Cyprian, Cyprian and Commodus. und Commodus. The problem is Origen in 1885 to 254. Origenes aber, I'm sorry, 185. Origen, his dates are 185 to 254. lebte von 185 bis 254. Yeah, so he made the allegorical approach very popular. Origenes war es, der diese Auslegungsmethode der Allegorie sehr verbreitet hat. And he built a hermeneutical foundation that the coming kingdom of Christ was spiritual and not earthly. Und er hat die hermeneutische Grundlage dafür gelegt, dass es überhaupt möglich war, die Wiederkunft des Herrn und das damit verbundene tausendjährige Reich geistlich, symbolisch auszulegen. Augustine is often called the father of amillennialism. Augustinus wird oft der Vater des Amillennialismus genannt. So he abandoned premillennialism. Er wollte nichts mehr mit dieser prämillennialistischen Sicht zu tun haben. For him, the millennium was accomplished through the Catholic Church. Er dachte, dass das Millennium erreicht wurde durch den Aufbau der katholischen Kirche. And his book, The City of God, was important in promoting this view. Und sein Buch, Die Stadt Gottes, war ein entscheidendes Werk, um diese Sichtweise unter das Volk zu bringen. It was officially accepted at the Council of Ephesus in 431. In 431 wurde diese Sicht bestätigt bei dem Konzil in Ephesus. And they condemned premillennialism as superstitious. Und dort hat man die Entscheidung getroffen, dass Prämillennialismus eine Sicht ist, die mit Aberglauben gleichzusetzen ist. So the Amil position became the official position of the Catholic Church. Und die katholische Kirche offiziell vertritt die Sicht des Amillennialismus. And was actually later accepted by reformers like Martin Luther and John Calvin. Martin Luther und Johann Calvin haben diese Sicht auch angenommen, die beiden Reformatoren. So it's really only in the last 200 years that the premill position has resurfaced strongly in evangelical Und circles. geschichtlich gesehen ist es erst seit ungefähr 200 Jahren, dass diese Sichtweise des Prämillennialismus unter den Evangelikalen wieder Raum gefunden hat. And it's important to note that today there are renowned and very respectable pastors and theologians on both sides of the debate. Und es ist wichtig zu wissen, dass es heute gute, bewährte Lehrer und Pastoren gibt, die sowohl die eine als auch die andere Sicht vertreten. So since, I think EBTC is very clear in its position, we're just going to go with a pre-mill position today. I just don't have time to deal with everything. Ja, wir als EBTC sind ganz klar prä-mill orientiert, aber es fehlt die Zeit, alle Details zu diesen verschiedenen Positionen hier jetzt zu entfalten. I just want to also mention again the whole idea of symbols. How do you interpret whether something is a symbol or not? Ich möchte nur noch kurz darauf zu sprechen kommen, wie kann man unterscheiden, ob etwas symbolisch oder bildhaft zu verstehen ist oder eben nicht. Because ultimately that is the crux of the issue. How do you figure out if it's a symbol or not a symbol? Weil da entscheidet sich, wo du landest. Ist es symbolisch zu verstehen oder wörtlich zu verstehen? So here's the general hermeneutical rule. Hier ist eine hermeneutische Grundregel. If the literal interpretation is absurd, wenn die wortwörtliche Interpretation keinen Sinn ergibt, ein völlig absurd ist, then it's probably symbolic. dann ist es wahrscheinlich symbolisch zu verstehen. And if it is then interpreted symbolically, und wenn es dann eben symbolisch ausgelegt wird, that symbol must clarify the text. muss diese symbolische Auslegung dazu dienen, den Gesamtkontext zu beleuchten, Licht in die Sache zu bringen. My favorite and easiest example I already gave is Isaiah 55:12. Mein Lieblingsbeispiel, und ich habe es bereits genannt, das finden wir in Jesaja 55, Vers 12. The trees of the field clap their hands. Ja, die Bäume des Feldes klatschen in die Hände. Well, to me, ultimately, that is absurd.
Ich finde dieses Bild eher absurd, klatschende Bäume. I have trees around my house. I have never seen my trees clapping their hands. Bei mir stehen eine Menge Bäume ums Haus, aber ich habe noch nie gesehen, dass sie in die Hände klatschen. In fact, I've looked carefully. I don't see hands in trees. Ich habe genau hingeschaut, ich habe nicht mal Hände gesehen an den Bäumen. So my conclusion is it's probably symbolic. Also meine Schlussfolgerung ist wahrscheinlich symbolisch zu verstehen. Yeah, and actually the context of this is the exile return from Israel to Israel. Und der Kontext, in dem das genannt wird, ist Israel, das aus dem Exil They zurückkehrt. are so glad to come back that even the trees are praising the Lord. Und es herrscht so große Freude, dass sogar die Bäume sich freuen und den Herrn loben. So that's kind of the approach we're going to take here. Das ist die Art und Weise, wie wir an den Text rangehen wollen. Okay, with that intro, let's hit the text. Chapter 20, verse 1 through 3. Und somit sind wir in Offenbarung 20 angelangt, die Verse 1 bis 3. And we're going to see just 5 simple parts here, okay? Und ich habe das in 5 Abschnitte I unterteilt. think as we walk through this thing, it'll become pretty clear. Und ich denke, dass es ziemlich offensichtlich ist, die Einteilung, die ich Okay, getroffen habe. verse 1, and I saw an angel coming down from heaven, having the key of the abyss and a great chain in his hand. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand hatte. And he laid hold of the dragon and the serpent of old, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre. And he threw him into the abyss and shut it and sealed over it so that he could not deceive the nations any longer until the 1,000 years were completed. After these things he must be released for a short time. Und er warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihn, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er eine kleine Zeit gelöst werden. So before the kingdom can be established, Satan must be bound. Bevor das Reich aufgebaut werden kann, muss der Teufel gebunden werden. Verse 1, he says, then I saw. Little interesting kind of note here. Kleine Beobachtung hier. Und dann sah ich. It does suggest chronological progression. Es scheint wieder zu kommunizieren, dass es sich hier um eine chronologische Abfolge handelt. There's a professor called Anthony Hoekema. Anthony Hoekema, He's professor at Calvin College. er unterrichtet am Calvin College. He's an amillennialist. Er vertritt die Sicht der Amillennialisten He said something very interesting. und er hat etwas sehr Interessantes dazu gesagt. He said, if you take the book of Revelation chronologically and literally, Er sagt, wenn du das Buch Offenbarung chronologisch verstehst und wortwörtlich interpretierst, well, let me quote you what he says. und ich zitiere, was er dann schlussfolgert, okay? Zitat. Quote, assuming that the book of Revelation is to be interpreted futuristically, Wenn man davon ausgeht, dass man eine futuristische Auslegung hat in Bezug auf das Buch Offenbarung, another chronologically, das heißt chronologischer Ablauf, and if we further assume that Revelation 20 follows chronologically Revelation 19, und wenn wir davon ausgehen, dass Offenbarung 20 chronologisch gesehen auf Kapitel 19 folgt, then we are almost forced to believe that the 1,000-year reign described here must be literal. dann sind wir fast dazu gezwungen. Es gibt keinen anderen Ausweg mehr, als da zu landen, anzunehmen, dass es sich um ein tatsächliches tausendjähriges Reich hier auf Erden handelt. And that it comes after the return of Christ described in chapter 19. Und dass dieses Reich beginnen wird nach der Wiederkunft Christi, von der wir in Kapitel 19 lesen. So that's quite a confession by an Amil. Naja, was für ein Bekenntnis von ihm, der die Position eines Amillennialisten vertritt. So those little transitions like and are really important. Also diese kleinen Bindewörter und spielen eine sehr zentrale Rolle. So he says he saw an angel descend from heaven.
Und so schreibt er, und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen. We don't know who the angel is. Wir wissen nicht, wer dieser Engel ist. But it could be Michael, but we just don't know. Es könnte Michael sein, aber wir wissen es nicht. In chapter 12:7, he was the great adversary to Satan as two angels. Wir haben vorher gesehen, dass Michael einer der großen Gegenspieler war, der mit Satan kämpfte. But the point here is clear, bind Satan for 1,000 years. Aber worum es hier geht, dieser Engel kommt und er bindet den Satan für 1000 Jahre. Darum geht es hier. So this angel comes from heaven and he has the key to the abyss and a large chain in his hand. Und dieser Engel kommt aus dem Himmel und in seiner Hand hat er eine Kette und den Schlüssel zum Abgrund. The idea of abyss appears 7 times in Revelation. Dieser Begriff Abgrund taucht 7-mal auf in der Offenbarung. We discussed this already. It's the temporary place of imprisonment for demons. Und wir haben bereits gesehen, was mit dem Abgrund gemeint ist. Es ist da, wo die Dämonen zeitlich gebunden sind, bis sie dann in die Hölle geworfen For not werden. all the demons right now, but for some of the demons. Nicht alle Dämonen, aber einige sind dort eingeschlossen. And he says that the key to the abyss was given to the angel of God, by Und God. es heißt hier, dass der Engel diesen Schlüssel zu diesem Abgrund von Gott selbst bekommen hat. Here's a great question. Große Frage hier. Is the key literal or symbolic? Oh, what a question. Handelt es sich um einen tatsächlichen Schlüssel oder ist es nur ein Bild? We should have a big debate over that one. Ich denke, wir sollten jetzt 2 Stunden darüber debattieren, But we don't have time. aber wir haben die Zeit nicht dazu. Okay, here's my answer. Meine Antwort lautet, I don't know. Yeah. I think it's a metaphor. ich denke, You know, ein Bild. I mean, is there really like a key on a keychain? You know, Naja, ich kann es mir schwer vorstellen, dass da ein Schloss ist und er hat einen Schlüssel und schließt dann auf und zu. It's probably a symbol to describe the authority over the abyss. Ich denke, es steht einfach dafür, dass er Autorität hat, darüber zu entscheiden, was im Abgrund geschieht. Which is interesting is that the abyss can be opened or closed. Interessant, dieser Abgrund kann also geöffnet und geschlossen werden. And I saw the angel come down from heaven with a key to the abyss and a great chain in his hand. Ja, und wir dürfen ja nicht verpassen, dieser Engel hat nicht nur einen Schlüssel, er hat auch eine große Kette in seiner Hand. Here's another good question. Welche Frage kommt jetzt wohl? Is the chain literal or symbolic? Ist es eine tatsächliche Kette oder ist es nur ein Bild? Another 1-hour discussion. Nochmal eine stündige Debatte. Here's my answer. Meine Antwort? I don't know. Thank you. Hallelujah. Okay. But I think it's probably symbolic, okay? Ich denke, es ist eher bildhaft. Again, it's representing the power of the angel to subjugate Satan. Es geht einfach darum, dass dieser Engel Autorität und Macht hat, den Teufel zu binden mit dieser Kette. So he laid hold of the dragon, verse 2, and the serpent of old, who was the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. Und dann lesen wir in Vers 2, und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn 1000 Jahre. So dragon, we already saw this means Satan. Der Drache ist das gleiche wie Satan. But I mean, it goes on and it kind of explains it, doesn't it? It says the dragon, in other words, the serpent of old. Naja, es ist ja selbsterklärend. Er sagt, der Drache, und ihr wisst, das ist die alte Schlange. A reference to the Garden of Eden. Damit nimmt er Bezug auf den Garten Eden. But he continues, the devil. Aber um zu klären, worum es hier wirklich geht oder um welche Person, übrigens, das ist auch der Teufel. Diabolos, which means slander. Diabolos, das ist der Verkläger ist. And Satan. Und Satan. Which means adversary. Satan steht für Gegner, ein Feind. Mentioned 53 times in the Bible. Wird 53 Mal in der Bibel benutzt, der Ausdruck. So he bound him for 1,000 years. Nun, er bindet ihn für 1000 Jahre. And so this is the first reference to this 1,000 years. Hier lesen wir zum ersten Mal von diesen 1000 Jahren. So the question again is this number literal or symbolic? Na, jetzt wird es ein bisschen ernster. As Sind we es are- tatsächlich 1000 Jahre oder ist es nur bildhaft? The question we need to ask ourselves, is there a valid exegetical reason to take the 1,000 years symbolically? Und die Frage, die wir uns stellen müssen, gibt es exegetische, hermeneutische, wirklich starke Gründe anzunehmen, dass es sich hier nicht um 1000 So how do you Jahre figure this handelt? out? I mean, how can you point blank say symbolic or literal for 1,000 years? Naja, wie kannst du landen in dieser Frage, dass du sagst,
Nein, es sind wirklich 1000 Jahre oder nein, es ist nur symbolisch. Wie machst du das? Robert Thomas was one of my professors in seminary. You think you had him too? Ja. Yeah. Robert Thomas war einer unserer Lehrer im Seminary in LA And he did a really great study on this. und er hat sich sehr ausführlich mit dieser Sache beschäftigt. And he says this, I'm going to quote him. Und hier ist ein Zitat von ihm. If the author of Revelation wanted to describe a very large symbolic number, Hätte der Schreiber vom Buch Offenbarung beabsichtigt, eine lange, unbestimmte Zeit hier zu nennen oder zu beschreiben, here in Revelation 20, hier in Offenbarung 20, why didn't he use myriads or myriads of myriads? warum braucht er nicht einen viel größeren Zahlenbegriff, Myriaden um Myriaden zum Beispiel? He did this already in chapter 9, verse 16. In Kapitel 9, 16 hat er das gemacht Also in chapter 5, 11. und in Kapitel 5, 11 auch. And in chapter 7, 9, he says it's a number so great nobody could count. Und in Kapitel 7, 9 spricht er von einer Zahl so groß, dass sie nicht zählbar ist. But then he says this. Aber dann sagt er Folgendes. The fact is that no number in the book of Revelation is a verifiable symbolic number. Er sagt, keine Zahl, die im Buch Offenbarung genannt wird, kann wirklich symbolisch betrachtet werden. On the other hand, he says a non-symbolic use is the rule. Auf der anderen Seite ist es Standard, dass man die Zahlen eben nicht bildhaft, nicht symbolisch In other versteht. words, when you see a number, the rule is it's literal. Standardvorgehen, du siehst eine Zahl, die Zahl steht für das, wofür die Zahl steht. Like Ende. like 144,000. Zum Beispiel 144.000. And it tells us in chapter 7 and 14 that it requires 12,000 times 12. Und in Kapitel 7 lesen wir, um auf die 144.000 zu kommen, braucht es 12 mal 12.000. No one questions that it's literal. Niemand stellt in Frage, dass es sich hier um eine wortwörtliche Auslegung handelt. There are 7 churches. Es gibt 7 Gemeinden. They're not 8 or 6, there are 7. Es sind nicht 8 oder 6, nein, es sind 7 Gemeinden. There are 7 seals, we counted them. Es gibt 7 Siegel, wir sind sie There durchgegangen. are 7 trumpets, we counted them. Es gibt 7 Posaunen, das haben wir auch There are gesehen. 7 bowls, we counted them. Und es gibt 7 Zornschalen, wir haben sie gezählt. There are 3 unclean spirits in 16:13. Es gibt 3 unreine Geister in Kapitel 16, 13. There are 3 angels related to the last judgment in 8:13. Und in Kapitel 8, 13 lesen wir von 3 Engeln, die eine Rolle spielen im Endzeitgericht. The equivalence of the 1260 days Das Gegenstück von 1260 Tagen, mentioned is 3.5 years. naja, das sind 3,5 Jahre. And this fits the whole idea of the 7-year tribulation. Naja, und das passt hervorragend in das Konzept von 7 Jahren Trübsalzeit. The 12 apostles are 12 apostles. Die 12 Apostel sind wahrscheinlich 12 Apostel. The 12 tribes of Israel are the 12 tribes of Und Israel. die 12 Stämme Israels repräsentieren die 12 Stämme Israels. And I didn't say this, but the 7 churches are in 7 real cities. Und diese 7 Gemeinden sind in 7 tatsächlichen Städten, die es gibt. Then Dr. Thomas says this. Und dann schlussfolgert Dr. Thomas, It is impossible to confirm es ist unmöglich, den Schluss zu ziehen oder zu bestätigen, that even one number is symbolic in the book of Revelation. dass eine Zahl symbolisch verstanden werden soll im Buch Offenbarung. So Dr. Thomas is saying there are symbols in the book of Revelation. Er bestreitet nicht, dass es Bildsprache, Symbole gibt im Buch Offenbarung. Das tut er nicht. I mean, the key and the chain sound pretty symbolic. Wir haben gerade den Schlüssel und die Kette uns angeschaut. But what he is saying, Aber was er sagt ist, when it comes to numbers, no number is symbolic. That's the rule. er schlussfolgert, Zahlen sind Zahlen. Das ist die Art und Weise, wie wir sie lesen. So I think that's like a really cool quote. Das ist ein richtig cooles Zitat, finde ich. There's one common objection about this. Naja, es gibt einen großen Einwand. It's in 2 Peter 3:8. 2. Petrus 3, Vers 8. You've heard this probably a thousand times. Wahrscheinlich Okay. hast du das schon 1000-mal gehört. Ja? Yeah, but that was just symbolic 1,000 times. Das war nur ein Okay. symbolisches 1000-mal gehört. No, but 2 Peter 3:8 says,
But do not let this one fact escape your notice, beloved, that with the Lord 1 day is 1,000 years and 1,000 years as 1 day. 2. Petrus 3,8. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. So people read this verse and quickly say, you see, 1,000 years is like a day, it's just a symbol. Ja, und die Leute lesen diesen Vers und sagen, siehst du, ich habe es doch gesagt, das ist nur ein Symbol, 1000 Jahre sind nur ein Tag oder irgendein Zeitraum. But wait, you've got to look at the verse carefully and see what it's saying. Aber hey, schau genau hin, worum geht es denn hier tatsächlich? Peter says 1,000 years to God is like a day. Petrus sagt, für Gott ist ein Tag 1,000 years. 1000 Jahre. He's not disputing the fact that 1,000 years are 1,000 years. Er sagt nicht 1000 Jahre sind nicht 1000 Jahre. He's simply saying that 1,000 literal years Was er sagt, ist, tatsächliche 1000 Jahre are like a day to God, sind wie ein Tag für den Herrn, but not to us. aber nicht für uns. Yeah, the 1,000 years in 2 Peter 3:8 are a real 1,000-year period. Er vergleicht hier tatsächliche, effektive 1000 Jahre in 2. He's Petrus not 3,8. saying that 1,000 years is not 1,000 years. Mit keinem Wort sagt er, dass 1000 Jahre nicht 1000 Jahre seien. What he's saying is 1,000 years in God's perspective is very little time. Was er erklären will, ist, 1000 Jahre sind für den Herrn nichts. But 1,000 years for us is a long time. Aber für uns sind 1000 Jahre sehr lange. So we should be careful not to use this verse to make it say what it's not saying. Und wir dürfen diesem Vers nicht Gewalt antun und irgendetwas in ihn hineinlegen, was überhaupt nicht der Aussage entspricht. So there's really no good reason not to take this number 1,000 as a literal 1,000 years. Also, es gibt keinen guten Grund, die 1000 Jahre in Offenbarung 20 nicht als 1000 Jahre zu verstehen. And on top of that, it's mentioned 6 times in these verses. Und, naja, die 1000 Jahre werden sogar 6 Mal erwähnt in den kommenden Versen. Verse 3. Vers 3. And he threw him into the abyss and shut it up and sealed it over him so that he should not deceive the nations any longer until the 1,000 years were completed. After these things he must be released for a short time. Und er warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihn, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er eine kleine Zeit gelöst werden. So the angel takes Satan and throws him into the abyss, closes and seals it. Okay, wir sehen der Engel, er schmeißt den Satan in den Abgrund, schließt zu, Punkt. So that does not mean that his activity will only be diminished, but stopped altogether. Das bedeutet nicht, dass er in seinem Aktionsradius beschränkt ist, sondern er hat keinen mehr. Er ist weg von der Szene für diese 1000 Jahre. He will no longer seduce nations. Er wird in dieser Zeit keine Nationen verführen mehr. But this does not mean that people won't be able to sin. Aber das bedeutet nicht, dass die Menschen im tausendjährigen Reich nicht in der Lage sein würden zu sündigen. Because over 1,000 years, there will be about 25 generations of births. Naja, über diese 1000 Jahre hinweg werden wir ungefähr 25 Generationen haben, die auf der Erde leben. And they will be able to sin. Und sie sind in der Lage zu sündigen. They will be sinners. Okay. Es wird immer noch Sünder geben im tausendjährigen Reich. Okay, number 2, second thing we're going to see is the reign of the saints. Verses 4 through 6. Can you read those, please? Die Verse 4 bis 6 geht es um die Herrschaft der Heiligen. Es heißt dort, und ich sah Throne und sie saßen darauf und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen nicht angenommen hatten an ihrer Stirn und an ihrer Hand. Und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. Okay, so what we find out is during this 1,000-year rule, the ruler is none other than Jesus himself. Der Herrscher in diesem tausendjährigen Reich ist niemand anders als Christus selbst.
But he won't be reigning alone. The saints will reign with him. Aber er wird nicht alleine herrschen, sondern die auferstandenen Heiligen werden mit ihm herrschen. At the end of verse 4, they reigned with him, with Christ for 1,000 years. Und am Ende von 4 lesen wir, dass sie 1000 Jahre mit ihm herrschen und regieren werden. He says he saw thrones. Er beschreibt hier, dass er Throne sah. They were given the power to judge in verse 4. Und ihnen wurde Macht gegeben, Gericht zu I don't halten. have time to go in detail, but I'm just going to go fast here. Wir können nicht auf die Details eingehen hier. Daniel 7 implies the Old Testament saints will be here. Daniel 7 zeigt auf, dass hier sowohl die alttestamentlichen Gläubigen Matthew sind. 19 says the apostles will be here. Matthäus 19 sagt, dass die Apostel hier sein werden. Revelation 5:10 in this text says that New Testament believers will be here. Offenbarung 5:10 unterstreicht, dass auch die neutestamentlichen Gläubigen hier dabei sind. And verse 4 says the martyrs of the tribulation will be ruling. Und in Vers 4 lesen wir, dass auch die Märtyrer aus der Trübsalzeit hier dabei sind. In verse 5, the other dead did not come back to life until 1,000 years were over. This is the first resurrection. Vers 5, die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. The reference to the other dead can only refer to unbelievers. Die anderen Toten, damit können nur die Ungläubigen gemeint sein. And when John says it's the first resurrection, he's referring to the Christians mentioned in the verse just before. Und wenn er von der ersten Auferstehung spricht, dann meint er damit die Gläubigen, die Christen, von der gerade vorher die Rede war. Who are resurrected at the beginning of the millennium to reign with Christ in the millennium. Sie werden auferstehen am Anfang des tausendjährigen Reiches, um eben genau mit Christus zu herrschen für diese 1000 Jahre. So to simplify things, the first resurrection of verse 5 Um es einfach und auf den Punkt zu bringen, die erste Auferstehung, von der wir in Vers 5 lesen, is the resurrection of all believers, Old Testament and New Testament believers, ist die Auferstehung aller Gläubigen, sowohl der alttestamentlichen als auch der neutestamentlichen. who are given visible, glorified bodies to rule with Christ. Und sie bekommen Auferstehungsleiber, tatsächliche, sichtbare, greifbare Auferstehungsleiber, um dann eben 1000 Jahre mit dem Herrn zu regieren und zu herrschen. Verse 6, blessed and holy are those who have part in the first resurrection. The second death has no power over them. Und dann werden sie glückselig gepriesen. Es heißt in Vers 6, glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Gewalt. The first resurrection, this is confirming that it's indeed that of believers of all ages who have been raised to rule with Christ. Ja, die erste Auferstehung bezieht sich, wie gesagt, auf alle Gläubigen aus allen Zeitaltern, die auferstehen, um mit Christus jetzt zu herrschen. And then it talks about the second death, which has no power over them. Und dann ist hier die Rede, dass es einen zweiten Tod gibt, aber dieser hat eben keine Macht über diese, die die erste Auferstehung erlebt haben. Verse 14 and chapter 21:8. Just verse 14, don't have to read it. So 20:14 In Vers 14 in Kapitel 20 and 21:8 und 21,8 says that the second death is actually the lake of fire. dort wird der zweite Tod genauer definiert. Der zweite Tod ist der Feuersee. So believers are spared the lake of fire. Naja, die Gläubigen landen eben nicht im Feuersee. So the first resurrection is believers. Die erste Auferstehung beschreibt alle Gläubigen aus allen Zeiten. Second resurrection is unbelievers. Die zweite Auferstehung ist für die Ungläubigen zum Gericht. Now look at the return of Satan, verse 7. Vers 7 sehen wir, wie der Teufel nochmal auf der Weltbühne erscheint. And when the 1,000 years are completed, Satan will be released from his prison. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. So he'll be let out of the abyss. Er kommt aus dem Abgrund. But you can't imagine, I mean, yes, we're going to talk about this in a minute, a world without Satan or without the power of Satan for 1,000 years. But anyway. Wir werden gleich darauf kommen, die Vorstellung, 1000 Jahre auf der Erde, ohne dass Satan und seine Dämonen ihr Unwesen treiben können. So Satan will be released from prison. Naja, hier wird er jetzt eben nochmal losgelassen. He will begin his work of reseducing the world. Und er wird da weitermachen, wo er aufgehört hat, nämlich die Nationen zu verführen. To do what? Um was zu What's he going to tun? do? Was ist sein Ziel? Well, it's the last revolt, verses 8 through 10. You want to read that? Verse 8 bis 10. Es ist ein letzter Aufstand, eine letzte Rebellion.
Und er wird ausgehen, um die Nationen zu verführen, die an den 4 Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, und sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl wie der Sand des Meeres ist. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und Feuer kam von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Yeah, so what we find out is that Satan will actually then redeceive the nations. Ja, der Teufel verführt die Nationen wieder. And it talks about the 4 corners. Und dann ist hier die Rede von den 4 Ecken der Erde. People said, ooh, this is a biblical problem because the world is a circle. There are no 4 corners. Die Leute sagen, jetzt haben wir ein echtes Problem. Wir wissen doch, dass die Erde rund ist. Es gibt keine 4 Ecken. The Bible is wrong. Haha, die Bibel hat Fehler. Jetzt haben wir es. Not if you're thinking of a compass. Nicht, wenn du einen Kompass vor Augen hast. North, south, east and west. Nord, Süden, Osten, Westen. So anyway, it goes around the whole world. Es steht einfach für die ganze Welt. To deceive the nations with their 4 corners of the earth. Gog and Magog. Und dann ist hier die Rede von Gog und Magog. Together for war, the number of them is like the sand of the seashore. Und viele, unzählbare Mengen werden versammelt, um in diese letzte Schlacht zu ziehen. I'm not going to have time to go into detail, but anyway, it's clear that the battle at the end of the millennium is called Gog and Magog. Die Schlacht, die am Ende des Tausendjährigen Reiches stattfinden wird, wird Gog und Magog genannt. But if you look at Ezekiel 38 and 39, you also have a battle that's sort of called Gog and Magog. Aber in Hesekiel 38, 39 lesen wir auch von einer Schlacht und da geht es auch um Gog und Magog. And when you compare these 2 battles, it sounds like Ezekiel 38 and 39 is more talking about Armageddon. Und wenn wir die beiden miteinander vergleichen, dann entsteht der Eindruck, dass es in Hesekiel 38 und 39 eher um die Schlacht in Armageddon geht. And some conclude if that is the case, Gog and Magog, yes, it's a location, but it's also a way of talking of revolt. Und wenn man das so sieht, dann kann man sagen, naja, Gog und Magog ist vielleicht ein Ort, aber es steht mehr dafür einfach für Aufstand, Widerstand gegen den Herrn. So that would be a good homework to compare those 2 Gogs and Magogs. That would be a good Das wäre eine gute Hausaufgabe für euch, Gog und Magog aus Ezekiel mit Gog und Magog hier in Offenbarung 20 But zu here vergleichen. it's pretty clear. Aber hier ist es ziemlich offensichtlich, And worum es geht. And so verse 9, finally, we have, you want to read it? Und im Vers 9 heißt es dann, und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und Feuer kam von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. So they all come around the whole Jerusalem. I mean, we're talking again a lot of people here. Massen kommen und umzingeln Jerusalem. And this time, I mean, it sounds like just God is just tired of revolt. Und es scheint irgendwie so, als hätte Gott genug von diesen rebellierenden, aufständenden Menschen. So this is God. That's it. Done. Und Gott sagt so, das war's. Ende der Geschichte. Yeah, done. Ist vorbei. Over. That was kind of very efficient. Ja, das war sehr effizient. And verse 10, the fate of Satan. Und Vers 10 dann. You can go ahead and read that. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet, und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Yay, this is a fantastic verse. Das ist ein fantastischer Vers. Yeah, the devil, beast, false prophet, it's the end of the end here. Hier ist die Sache vollendet. Das Tier, der falsche Prophet, der Teufel, weg mit ihnen.